In dieser Folge seht ihr: Es muss niedlich sein und es muss elegant sein. Das ist meine Bestimmung, das ist meine Kunst. Vollkommen in Ordnung, mal Sachen falsch zu machen. Okay, los geht's! Ich bin Mina und 29 Jahre alt und ich mache heute die Aquana von Pokémon. Ich habe diesen Charakter gemacht, weil ich selber großer Pokémon-Fan bin, von Edition 1 an. Ich habe mit der blauen Edition angefangen. Ich wollte zu einer Con gehen, das war eine Beach-Con, und habe mir überlegt, dass Aquana da richtig gut reinpassen würde. Hat sich auf jeden Fall gelohnt für mich. Cosplay für mich persönlich ist Kunst. Ich bin ja gelernte Schneiderin, wollte eigentlich immer Designerin werden, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich es immer wieder aufgeschoben, studieren zu gehen. Und irgendwann bin ich zum Cosplay gekommen und das war so für mich so, das ist meine Bestimmung, das ist meine Kunst. Und seitdem ist das für mich so ein Teil von meinem Leben. Ich war früher sehr schüchtern und dadurch, dass ich auch auf Cons gegangen bin und mit Fotografen zusammenarbeite, bin ich viel mehr mit Leuten am Interagieren und dadurch habe ich viel mehr Selbstbewusstsein, auch auf fremde Leute zuzugehen und auch freundliche Gespräche einfach anzufangen. Mit Cosplay habe ich offiziell 2022 angefangen und der ausschlaggebende Grund war, ich war mit meinem Kumpel, der jetzt mein bester Freund ist, auf einem Japan-Tag. Ich habe einfach nur gestaunt, wie viele Leute da rumliefen, verkleidet, wo ich gedacht hatte, wow, ich erkenne die auch und das sieht super aus und sie haben es selber gemacht, manche haben es gekauft, ist aber auch nicht schlimm. Und ich dachte mir so, wow, du kannst selber nähen, wieso probierst du es nicht auch mal aus? Also ich suche mir meine Charaktere meistens so aus, indem ich mir denke, es muss niedlich sein und es muss elegant sein. Und wenn sich das verbindet, dann muss ich das auf jeden Fall cosplayen. Wenn ich mich für einen Cosplay entschieden habe, dann rechne ich für mich im Kopf erstmal durch, okay, lohnt sich das wirklich selber zu machen oder reicht es da schon, ein gutes zu kaufen in guter Qualität? Ist dann halt wieder dann die Entscheidung, kaufe ich es dann oder mache ich es dann? Will ich dann irgendwas Spezielles haben, mache ich es natürlich selber und dann fange ich an in meinem Kopf schon so, okay, wie soll das aussehen? Dann Skizzen, dann suche ich mir die ganzen Stoffe raus, mache Riesenlisten, okay, was brauche ich wirklich, was muss da jetzt unbedingt rein und was eben nicht und dann fange ich irgendwann einfach mal an. Also an diesem zum Beispiel habe ich nur 8 Arbeitsstunden gesessen, also es war nicht wirklich viel. Es gibt aber auch teilweise Sachen, da hänge ich 3-4 Tage, also so 8 Stunden, 3-4 Tage lang schon dran. Also das Cosplay, was ich trage, da bin ich auch richtig stolz drauf. Als ich diesen Stoff gesehen habe, musste ich den unbedingt haben, weil da sind einfach ganz viele kleine Schuppen drauf. Da dachte ich, das ist perfekt für Aquana. Dann habe ich hier diesen Schwanz und darin ist halt ein schwimmbarer Schaum. Das heißt, ich bin wirklich, wenn ich auf der Beachcon bin, auch wassertauglich. Und in diesen Flossen, die ich habe ich auch noch Draht rein. Das heißt, sollte irgendwas mal schief sein oder so, könnte ich mir das halt auch richten. Oder es steht mir irgendwie im Weg. Also ist alles bewegbar. Und das macht mich total stolz. Und ja. Ein lustiges Cosplay-Erlebnis hatte ich tatsächlich in diesem Cosplay. Ich war auf der Tropicon und habe dort mit einem ganz, ganz lieben Fotografen zusammengearbeitet. Und der hat sich tatsächlich wortwörtlich für mich ins Wasser gelegt und dort mit mir zusammen Bilder zu machen. Ich habe mich total geehrt gefühlt, weil also ich kann ja nicht von jemandem erwarten, dass er sich einfach so ins Wasser reinlegt. Vor allem komplett gekleidet. Und es war ja auch wirklich kalt an dem Tag. Und ich dachte so, wow, das ist einerseits total lustig, so wow, was für ein Verrückter, er legt sich einfach ins Wasser mit Klamotten. Und andererseits war das halt so, wow, ich fühle mich total geehrt, dass er sowas auf sich nimmt und halt mit mir zusammen sowas Schönes zu erschaffen. Wenn man einem Cosplayer begegnet, sollte man auf jeden Fall Respekt vor dem Menschen haben. Wenn man etwas zum Beispiel möchte wie ein Foto, auf jeden Fall fragen, nicht hinterrücks irgendwie Bilder machen und auch nicht beim Essen. Das Wichtigste ist einfach Respekt und Freundlichkeit. Als gelernte Schneiderin
kann ich nur zu allen Leuten sagen, die ihr Cosplay selber gemacht haben, Respekt. Also wirklich mein Respekt für all die Sachen, die sie sich selber beigebracht haben oder halt durch Videos sich erarbeitet haben. Die noch nicht angefangen haben zu cosplayen, probiert es einfach. Macht einfach, ihr könnt einfach nichts falsch machen und ihr werdet an euren Aufgaben wachsen. Entweder ihr werdet euch nur Sachen kaufen, das ist auch vollkommen in Ordnung, oder ihr werdet irgendwann euch trauen, selber was zu machen. Aber ihr werdet auch mal scheitern können und das ist halt einfach ganz normal und es ist auch vollkommen in Ordnung, mal Sachen falsch zu machen. Aber halt, bleibt einfach dran. Hey, hat's dir gefallen? Dann lass doch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bin aber selber ja Anfänger gewesen in der Zeit, also richtig Anfänger. Das war mein zweites Cosplay oder so. Und dann hat man zu mir halt gesagt, oh ja, die Nähte, die sehen so professionell aus. Ich so, ja, ich bin gelernte Schneiderin. Ich hab das halt auch an der richtigen Maschine gemacht. Und dann so, ah ja, okay. So, da hat man schon gemerkt, okay, man ist aus der Bewertung schon raus. Ich habe es halt trotzdem gut gemacht, aber nur weil ich es halt gelernt habe, werde ich dafür jetzt verurteilt. So, danke.